Herzlich willkommen zum Tutorial von InnoDoc. In diesem Kapitel erfahren Sie alles zu PDF-Generierung und Inhalt eines Montageberichts. Sie können jederzeit in dieser Ansicht, auch während der Dokumentation, einen Montagebericht erstellen über den gleichnamigen Button. Es wird ein PDF generiert. Über den Button Mehr können Sie das Projekt abschließen. Das ist ein wichtiger Schritt, weil eine aktuelle Montagedokumentation generiert wird und Sie die Einbaubestätigung mit Ihrer Unterschrift rechtskräftig bestätigen. Für die Unterschrift verwenden Sie einfach Ihre Maus bzw. die gewohnte Touch-Display-Eingabe mittels Finger auf Mobilgeräten oder laden ein Bild Ihrer Unterschrift hoch. Anschließend klicken Sie auf Bestätigen. Während der Erstellung des Montageberichts ist der Button oben ausgegraut. Je nach Datenmenge kann dieser Vorgang auch längere Zeit in Anspruch nehmen. Nach Fertigstellung kann man den Montagebericht hier jederzeit herunterladen. Im Praxisbeispiel sehen wir uns jetzt das PDF an. Auf dem Deckblatt befinden sich die Projektinformationen sowie der Hinweis auf den Typ Montagedokumentation. Auf der zweiten Seite befindet sich das Inhaltsverzeichnis. Die Überschriften sind verlinkt, sodass Sie mit einem Klick auf das jeweilige System zur jeweiligen Seite springen können. Auf der nächsten Seite folgen die detaillierten Projektinformationen und die Kontakte. Die nächsten Inhalte sind dann die eigentliche Montagedokumentation. Hier sehen wir das System Seilsystem All-in-One 1. Darunter befinden sich die hinzugefügten Produkte. Im Beispiel ist es das ENS 10. Gut zu wissen, hier werden die Dokumente für das Produkt mittels QR-Code angezeigt, die Produktbeschreibung und die Zertifikate. Die QR-Codes können Sie ausgedruckt natürlich scannen. In digitaler Form klicken Sie einfach auf den QR-Code und kommen so ebenfalls zum verlinkten Dokument. Auf der nächsten Seite sieht man die detaillierte Montagedokumentation der einzelnen Produkte. Die Montagedaten und die hochgeladenen Bilder werden angezeigt. Dasselbe haben wir beim nächsten Produkt. Im Beispiel hier die Stütze STA10. Wir sehen die verlinkten Dokumente, daraufhin das Produkt 1 und das Produkt 2. Am Ende der Montagedokumentation befindet sich die Unterschrift und der Rechtstext, wo bestätigt wird, dass die Montage nach den Vorgaben durchgeführt wurde. Wenn Sie Dokumente in das Projekt hochladen, werden diese ab hier in der Dokumentation angeführt. Wie man sieht, wird eine fertige Montagedokumentation vollautomatisch, ohne zusätzlichen Aufwand für Sie erstellt. Die fertige Montagedokumentation können Sie direkt digital an den Kunden schicken oder in ausgedruckter Form aushändigen. Ein abgeschlossenes Projekt finden Sie in der Projektliste. Mit einem Klick darauf gelangen Sie in die Projektübersicht, wo Sie Einsicht in alle Daten nehmen können. Ist das Projekt abgeschlossen, befindet man sich in einem Read-Only-Modus. Das bedeutet, dass Sie nichts verändern können. Müssen Sie nachträglich Änderungen vornehmen, können Sie dies über den Button Bearbeiten machen. Ein Pop-up-Fenster erscheint mit dem Hinweis, dass der vorhandene Montagebericht bei Änderungen gelöscht wird. Klicken Sie auf Öffnen, um Änderungen vorzunehmen. Gehen Sie bei den Änderungen genauso vor wie bei der Dokumentation von Produkten. Bleiben Sie dran und entdecken Sie im nächsten Kapitel mehr zu InnoDoc.